Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Dartstorm, und heute habe ich euch die endlich heiß ersehnten Luke Littler World Champion Darts mitgebracht. Es ist wieder Zeit für einen Target Launch und wir haben eine ganze Kollektion an krassen Luke Littler World Champion Sachen und die schauen wir uns jetzt direkt mal nach dem Intro an. Viel Spaß! Eins vorweg, heute fangen wir mit den World Champion Darts an, denn die habe ich schon hier. Der Rest wird wahrscheinlich morgen bei uns einkommen. Das heißt, morgen für euch, also für mich jetzt hier, heißt zum Launch haben wir die Sachen, aber ihr könnt sie gerne im Shop bestellen. Das Wichtigste ist hier, das ist der Dart, den schauen wir uns jetzt im Detail an. Ansonsten, und das erwähne ich vielleicht noch kurz vorweg, es gibt neue K-Flex Flights, die können wir gerne mal einblenden hier und hier. Heißt, neue K-Flex Flights in einem coolen Design, in einem Pink-Violett-Design, was es ja quasi bisher nur zu den Prodigy Darts von Luke Littler gab. Also endlich jetzt auch eine neue Version hier. Die ist zweifarbig bedruckt, heißt auf der einen Seite Gold, auf der anderen Seite in Lila. Die typischen Längen sind verfügbar, die typischen Formen sind verfügbar. Nice! Auf der anderen Seite gibt es neue Swiss Point Spitzen und die sind auch in diesem Set dabei, und zwar die SLK Points. SLK Points sind quasi die Spitzen, die er auch bei der WM spielt, die er die ganze Zeit spielt. Er hatte früher noch mal eine andere Version von so Custom-Made Points gespielt und jetzt ist er auch umgestiegen auf die Spitzen von Target, und ja, das sind jetzt die neuen, ich nenne sie jetzt mal Luke Littler Points, im Endeffekt aufgeraute Swiss Point Spitzen. Die gibt es in 3 verschiedenen Farben, in Silber, in Schwarz und eben auch in Gold. Und dieses Mal nur in 2 Längen, und zwar 35 mm, die sind auch standardmäßig hier drauf, und 42 mm. Warum keine 45, wie sie ja Luke Littler spielt? Weil einfach da die Produktion noch nicht so weit ist, dass sie sagen, sie vertrauen dieser Sollbruchstelle und Co. bei dieser Länge, dieser Sollbruchstelle, dieser Hebewirkung dementsprechend erstmal nur 42 mm und auch, und das hat mich sehr gewundert, keine kürzeren Versionen wie 26, 30, 35 mm, sondern wirklich lange Spitzen, wo ja auch wirklich der Trend in der Dartsbranche gerade hingeht. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch ein Vorbestellprodukt, einen Presale-Artikel, und zwar ein Bundle. Aus dem wirklich genial gewordenen Luke Littler Surround. Ich liebe das Design. Es ist so geil durchdacht. Also diese 3 Elemente oben, den Ballon Dart, den er gewonnen hat bei der WM, dann bei der Doppel 10, ja, Danger Zone, weil ja, Doppel 10 ist halt einfach sein Doppel, und dann eben auch die Doppel 16, auf die er ja Weltmeister geworden ist. Leider nicht mit dem Champagne Shot, mit Bull Bull Doppel 16, sondern dann halt danach Doppel 16, aber das ergibt eine wunderschöne Symmetrie, und diese Symmetrie sieht dann auch wieder aus wie das Nuke-Zeichen. Also, I love it. Target, Respekt, mega gemacht. Und passend dazu, und ich finde es ein bisschen schade, dass es diese 2 Produkte nicht einzeln gibt, aber Target hat sich entschieden, das nur als Bundle anzubieten, ist ein Torboard in der Limited oder Sonderedition. Ich weiß gar nicht, ob es limitiert ist, aber es ist zumindest special. Und zwar ist es 1:1 das Torboard. Da habe ich mich extra nochmal rückversichert, was die Qualität, Haltbarkeit und die Features angeht. Aber im Luke Littler Design. Heißt, das Logo von Tor ist in Gelb mit Lila gehalten. Wir haben seitlich an dem Metallring gelbes Target-Logo, was natürlich dazu passt. Und auch die Folie auf der Rückseite ist nicht rot und anderen Rottönen gehalten, wie wir es beim Torboard kennen, sondern auch hier in Gelb und Lila, The Nuke Design. Love it. Ist cool. Wie gesagt, ich finde es schade, dass es nicht einzeln gibt, weil es gibt bestimmt den einen oder anderen, der den Surround cool gefunden hätte, aber nicht ein neues Board will und dann vielleicht auch nicht mit so ein bisschen fancyeren Farben. Okay, wir werden sehen, wie es bei euch ankommt, aber ja, das sind so im Endeffekt die Produkte, die es jetzt bei dem Launch gibt, neben diesem Highlight hier, und das ist der World Champion Dart, und den packen wir jetzt aus und schauen uns den im Detail an.
Er kommt in eine Umverpackung, ihr seht schon. Das heißt, wir haben hier erstmal die Verpackung richtig rum hingelegt. Lifehack, wenn man Videos macht, hilft das. Wir haben Warnsymbole, Level 1 Complete für seinen ersten World Champion Titel. Wir haben noch mehr Warnsymbole. Wir haben hier Approved, Inspected and Approved by The Nuke. Wir gehen weiter. Open with care, high risk of 100 plus averages inside. Also bitte vorsichtig aufmachen. Ein hohes Risiko an 100 plus averages ist in dieser Verpackung drin. Ich liebe solche Details, ohne Witz. Dementsprechend auch hier das Nuke-Sign. Kein Cutter verwenden. Kilogramm Heavy Darts. Bisschen doppelt, aber okay. Bitte so rumhalten, weil wir haben ja hier einen WM-Pokal drin und einen Stern und das muss schon passen. Selbiges hier und man sollte die auch bitte nicht anzünden, die Darts. Auch hier ganz wichtiger Hinweis. Seitlich haben wir dann noch Target und auf der Rückseite dann nochmal das typische The Nuke Logo, was wir jetzt überall wiederfinden übrigens. Das ist so das World Champion Nuke Logo, was Luke Littler jetzt da eben ausmacht. Wir sehen es hier. Es ist ein Steel Dart. Es gibt keine Soft Darts der World Champion Edition, genauso wie es bei den Prodigy Darts der Fall war. So, dann machen wir das mal auf. Einmal und zweimal. Das erste, was einem dann entgegenstrahlt, ist die Verpackung. Und die ist richtig schön glänzend gehalten. Ihr seht schon, mit UV-Print, mit Metallic, Luke Littler, ein WM-Stern, ganz viele Bilder von The Nuke, der lila Stern, Target. So, dann holen wir mal diese Box raus, weil das ist nämlich im Endeffekt dieselbe Box, wie man es von den 95K kennt. So sieht die aus. Das haben wir schon gesehen. Seitlich das Target-Logo, seitlich das Target-Logo. Hinten nochmal ein anderes Target-Logo. Und dann hier unten geht es weiter mit World Champion und das geht so um die Verpackung drumherum. Das ist auch wichtig, weil wenn man das jetzt hier aufklappt, dann gibt es hier ein ganzes Bild. Man klappt die Box auf und dann, ja, wird man erstmal mit einem knallgelben Inlay überrascht. Mit The Nuke, wieder ganz viel UV-Printings. Super schön gemacht. Weiter unten gibt es dann erstmal ein kleines Inlay mit Luke Littler und seinem World Champion Pokal. Hier auch nochmal dieser glänzende Druck drauf, wirkt super edel. Und auf der Rückseite gibt es dann auch einen Gratis-Code für Dart Counter, wo ihr dann einen Monat gratis die Ultimate-Mitgliedschaft ausprobieren könnt. So, legen wir das mal zur Seite. Und dann kommen wir zur Box. Man sieht schon hier, es sind wieder mal exklusive K-Flex dabei. Heißt, diese K-Flex wird es nicht einzeln zu kaufen geben, sondern nur und ausschließlich in diesem Set. Nehmen wir den Schaumstoff weg. Und dann sehen wir auch schon die Darts. Sie kommen mit goldenen Spitzen, das Barrel und die K-Flex. Bevor wir uns die Darts im Genaueren anschauen, lege ich die erstmal noch zur Seite und wir schauen, was noch in der Box ist. Auf der zweiten Ebene haben wir dann nochmal ein pinkes, lilafarbenes Swiss Point Tool. Also so ein typischer Keyring. Sieht schön metallisch aus, schön edel. Man kennt es von der Prodigy Edition, dass die im Endeffekt schön, ja, hochwertig sind. Das fühlt sich auch gut an. Schöne Edition. Passend dazu der Keyring, dass man es auch wirklich an den Schlüsselbund ranmachen kann. Und natürlich noch ein Schlüsselanhänger, der hoffentlich auch aus der Verpackung rausgeht. So. Ist so aus so Gummi gemacht, so zweiseitig gemacht, kann man so wunderschön an Startcase machen, kann man wunderschön an Schlüsselbund machen. Gibt es halt auch so einzeln nicht zu kaufen. Also Target geht da wirklich den Weg und sagt, hey, es gibt hier Exclusive Stuff, den es nur quasi in der World Champion Edition gibt, die übrigens nicht limitiert ist, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Heißt, ja, es gibt keine 2500 Sets oder so. Könnt ihr so viel und oft kaufen, wie ihr wollt. Naja, und zu guter Letzt haben wir dann noch eine Packung der neuen SLK dabei, also SLK Spitzen. Ihr seht, sie sind in Gold. Das ist übrigens die 42 mm Version. Die 35 mm Version befindet sich auf den Darts, die wir uns gleich anschauen. Hier die goldene Version. Ich persönlich dachte, dass die ein bisschen gröber sind. Also ich habe ja zum Vergleich und zur Referenz unsere Scratch Points. Die sind griffiger als die SLK Points. Dafür gibt es sie halt nur in Silber und auch nicht in der Swiss Point Version. Aber Target hat jetzt eben seine eigenen Nuke Darts Points, SLK Points. Und die packen wir dann auch jetzt wieder rein, weil wir wollen uns noch den Dart angucken. Schiebe ich ein bisschen zur Seite, denn jetzt wird spannend.
Das sind sie, die Luke Littler World Champion Darts. Dem geübten Beobachter wird auffallen, dass der wirklich sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch zu Prodigy und den G1 sind. Ich hole mal einen Barrel raus und dann schauen wir uns den mal ein bisschen im Detail an, von vorne nach hinten. Also wie gesagt, wir haben hier die 35 mm goldenen SLK Swiss Points mit dieser Textur drauf. Man spürt sie nicht krass mit dem Finger, also nicht unbedingt was für Fingergrip, aber bietet besseren Boardgrip. Und ich habe diese Darts jetzt auch schon ein paar Wochen gespielt. Ich hatte nicht schon ein Sample hier liegen. Und ich muss sagen, ich bin umgestiegen von den Prodigy zu denen hier. Für mich fühlen die sich auch vom Grip ein bisschen scharfkantiger an. Liegt vielleicht aufgrund der Beschichtung da dran. Ich habe auch die Spitzen schon gespielt. Das heißt, ich habe da auch schon ein bisschen Erfahrung damit. So, der Aufbau von dem Barrel ist typisch Target Pixel Grip Luke Littler. Das heißt, die Nase hier vorne ist gleich. Wir haben dann diese Pixel Grip Section, die sich wie gesagt ein bisschen scharfkantiger anfühlt. Gerade scharfkantiger als die vom schwarzen G1, weil der ja komplett beschichtet ist. Und hier haben wir keine goldene Beschichtung, sondern eine lilane Beschichtung. Und ihr seht, je nachdem wie ich den drehe. Wer mir schon öfters zugeschaut hat, weiß, bei den Target Japan Darts hatte ich dieses Phänomen schon, dass es so eine Art Chamäleon-Beschichtung ist. Das heißt, ihr seht, von hinten wird so golden über lila bis hin, also von blau bis hin zu lila. Und das wirkt einfach hammergeil, wenn die dann so im Board stecken. Ihr seht es jetzt hier, ich drehe die euch auch mal so. Das wirkt natürlich schon wirklich richtig, richtig cool. Sind jetzt echt meine liebsten Luke Littler Darts. Ihr seht es auch hier nochmal die Lasergravur The Nuke, das haben wir neu. Dann haben wir hier keine Lasergravur, sondern das ist wirklich eingefräst, und zwar den World Champion Pokal, der aber halt auch so ein bisschen wie eine Atombombe aussieht. Also mega cool. Nach der Unterbrechung haben wir dann nochmal hier ein Pixel Grip Element und dann eben diesen Ring Grip, der natürlich dann perfekt dafür geeignet ist, dass man den auch als Rear Gripper nutzen kann. Die Flights, also diese K-Flex Flights, sind im Endeffekt die neongelben und haben dann auch wieder einen Druck drauf in lila, seitlich noch das Target in weiß. Und wie gesagt, sind die exklusiv in dieser Set-Auflage dabei. Das heißt, die könnt ihr nicht einzeln nachkaufen. Daher meine Empfehlung, holt euch noch die anderen Flights oder einfach andere Flights, die ihr so spielt, und hebt euch die auf, weil wir bekommen immer Nachfragen und nein, die gibt es nicht einzeln. Die sind übrigens in der Nummer 6 Form und müssten, glaube ich, die 190er sein, also die kurze Version. Insgesamt sind diese Darts wirklich unglaublich schön. Ich hatte die mal alle drei im Vergleich. Wir können da auch gerne mal noch ein Bild einblenden, wo alle drei so nebeneinander liegen, damit ihr die mal im Vergleich seht. Und ich muss sagen, die sehen schon echt fantastisch aus. Also ich liebe die Darts. Nicht nur wegen Luke Littler und dem Hype Train, sondern weil Target einfach mal wieder überragend abgeliefert hat, was Design und Konzept angeht. Ich aber auch halt vor allem wirklich diesen Pixel Grip liebe und den schon seit Jahren. Rear Gripper bin ich, passt zu mir auch. Mit den 23 Gramm passt es mir auch super. Die gibt es übrigens auch nur in 23 Gramm. Und ja, Soft-Tip finde ich schade, weil ich auch Soft-Tip spiele. Aber ja, es ist halt, was es ist, ne? Aber an sich sind die Darts schon echt wunderschön. Preislich leider nicht ganz so günstig, wie man sich wahrscheinlich das wünschen würde. Wir reden hier halt trotzdem von 180 € für die Verpackung, das Set mit dem Zubehör und Co. Man darf aber halt auch nicht außer Acht lassen, dass es ein World Champion Dart ist. Es ist Luke Littler, es ist Target. Man hat schon 2 Sätze der Swiss Points dabei, die ja schon mal einzeln über 10 € kosten. Nochmal ein bisschen Zubehör wie ein Swiss Point Keyring, der normalerweise ja auch extra kostet. Wir haben noch einen Schlüsselanhänger dabei, eine Dart Counter, gratis Probemonat Mitgliedschaft, die Box und Co. Und wenn man sich dann die anderen 95K anschaut, ja, no, ist man da gar nicht mehr so weit weg. Klar, es ist teurer als ein 115 € Gen 1, den er ja in Schwarz auch spielt, und ein Prodigy für 150. Ja, jetzt sind wir halt bei einer World Champion Edition angelangt. Letztlich muss wie immer jeder selber wissen, ob er sich das leisten möchte und kann. Ich persönlich finde aber, was Target hier abgeliefert hat, wirklich stimmig, sehr, sehr cool, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Ja, und das war im Endeffekt auch schon der Luke Littler Launch. Also Board mit Surround, K-Flexes, neue Spitzen in 3 verschiedenen Farben und 2 Längen, dann die neuen World Champion Darts. Wie gesagt, es ist alles da. Ich verlinke euch die Artikel direkt unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr da direkt shoppen gehen bei uns. Wir schicken direkt alles raus, schnellstmöglich wie immer. Die Darts stehen da vorne schon auf der Palette. Ganz da hinten haben wir hunderte Sets davon. Also haben wir genug für euch da auf jeden Fall. Ja, das war's schon mit dem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs freundliche Zusehen, für euren Support. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao. Und jetzt gibt es sogar noch einen kleinen Einwurf, weil ich habe es voll verpennt.
habe ich gerade erst im Schnitt gemerkt. Ja, ich habe ein Gewinnspiel ja für euch. Mann, ich habe für euch ein Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr ein handsigniertes Luke Littler The Nuke Dart Shirt gewinnen von Target. Und ja, wie machen wir es wie immer? Ich gebe euch 7 Tage Zeit. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch der Launch gefallen hat, was euch vielleicht fehlt, was ihr vermisst, was ihr euch gewünscht hättet. Vielleicht auch Feedback zu dem Surround- und Board-Thema. Und ja, wie immer, unter allen Kommentaren werde ich dann einen auswählen, werde ein Herzchen draufpacken und dann ja, darf derjenige sich über ein handsigniertes Luke Littler Shirt freuen. Und dementsprechend, ja, war es das jetzt auch wirklich mit dem Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.